Guten Morgen und herzlich willkommen zurück hier auf dem ersten Kanal auf YouTube, wenn es um Musik geht und den schönsten Spezialgast auf diesem Planeten. Heute in Lavendel eingepackt und eingehüllt Dana Wolle. Wie immer auf der falschen Seite, weil wir immer noch nicht die 100.000 Abonnenten erreicht haben. Ich habe euch ja versprochen, wenn wir die 100.000 Abos erreichen, dann wird es endlich ein Zusammentreffen wieder geben in der Mitte. Es ist lange, lange her. Wir sind beide liegen sehr, sehr stark auf dem Trockenen. Möchte ich mal so behaupten. Ja, der eine oder andere weiß vielleicht, was gemeint ist. Naja, gut, wir kommen hier mal zurück zum Thema. Was ist ein Thema? Kabob. Kabob? Kabob. K-Pop, ja, richtig. Ja, hier heute mal was nicht super aktuelles gerade, sondern Dana wurde hier quasi penetriert. Ja, eigentlich wurde auch dein Kanal penetriert mit Kommentaren darüber. Und ich glaube schon fast seit Anfang an oder fast seit wir das erste Video zu NCT mal gemacht haben, wurde dieser Song die ganze Zeit gewünscht von der Subunit NCT 2018 mit Black on Black. Und ich finde den Titel schon sehr ansprechend, deswegen würde ich es eigentlich auch gerne mal sehen. Schade, dass wir nicht Black on Black anhaben, aber... Black on Black. Und meine Mütze Black. On Black. Und der Tisch Black. Die heißen auch 2018. Und das kam 2018 auch raus. Ja. Witzig. Also 2018. So, bin ich mal gespannt. Ich auch. Ich hoffe, es ist gut, Leute. Aber dir ist bewusst, dass du das Performance-Video rausgesucht hast? Ja. Okay, das ist schon Absicht. Nee. Ich glaube, ich habe nur das Performance-Version gesehen. Gibt's da überhaupt eine andere? Wahrscheinlich, wenn da in Klammern was ist. Sollen wir nochmal schnell schauen? Schauen wir mal nochmal schnell. Nee, guck. Tatsache. Habe ich keinen Scheiß gemacht. Glück gehabt. Okay, then let's go. Ich bin gespannt. Oh, yes! Ach so. Ich dachte schon, das wäre nur so ein Intro wieder wie bei Big Hit und ich feier's schon zu krank. Oh Mann. Okay. Shit. Aber ich fand diesen Bass-Sound schon geil. Ja. Richtig Soundkino war das gerade am Anfang. Gotta go get 'em. NCT with the dream chaser. I pick up bad, 집에 아픈 애들은 또 say something. NCT with the dream chaser. I pick up bad, 집에 아픈 애들은 또 say something. Man, I don't see any reaping, I will lie, never sleeping. 우리들은 머리 위에 시험 놓지 마, 내면 후회. NCT, 다음은 with beat, 다음은 my side. What's up? Diese Wildkatzen machen mir Angst. Ich muss einmal loswerden. Performance-Video. Und wenn ich dann wieder dran denke... Das ist doch ein normales Musikvideo. Das ist qualitativ und hier, wie das Ganze aufgezogen ist, da sind ja auch Cuts drin gewesen. Ey, Alter, das ist für andere, vielleicht aus anderen Reihen ist das ein Musikvideo einfach. Das ist ja saukrass einfach. Also, vielleicht haben sie es ein Musikvideo, ein normales. Ist gut, es steht Performance-Version dahinter, aber es steht schon Musikvideo, Performance. Ja, vielleicht, weil das Musikvideo jetzt nicht so storymäßig ist, sondern auf die Performance geht, aber... Das ist ja sau übertrieben, also mega krass. Sau gut.
맞아 붕윈 나의 win 다 너야 who's real Nobody rush back in here so who's the different one Nobody rush back in here so who's the special one Nobody rush back in here so who's the different one Nobody rush back in here so who's the special one Alter. Oh, nice mit der Stimme, ey. Der hat so geile Choreos auch, ne? Uff. Oh, ist es mit dem Roboterarm? Ah, shoot! Ich würde sagen, ja. Da waren zwischendrin schon so ein paar Shots, wo ich echt dachte so, yo, das muss, ja. Ist immer wieder so. Aber vielleicht könnte man das auch anders machen. Da sind so viele krasse Kamerafahrten. Das hier ist jetzt gezoomt, weil da sieht man, dass die Qualität ein bisschen schlechter ist. Also man sieht ein bisschen mehr die Pixel, aber kommt dann wieder raus. Ist aber nur die eine Sequenz jetzt gerade gewesen. Hier ist schon wieder normal. Stark. Also dafür, dass es jetzt nur ein Performance-Video ist es ja, sehr, sehr krass. Der Sound, muss ich sagen, der gefällt mir gar nicht. Der ist absolut katastrophal, meiner Meinung nach. Echt? Absolut katastrophal. Ich dachte, dass manchmal die Höhen so sehr spitz sind, aber sonst fand ich es ganz gut. Der Bass war geil. Mit Sound, oh, da klingelt es mal wieder. Dana macht ganz schnell die Tür auf. Aber ist auch genau meine Stelle, wo ich jetzt hier alles schnell erklären kann. Mit katastrophal, also Sound, oder sagen wir mit Sound meine ich das Master. Es ist nicht mal unbedingt, dass es jetzt auf super laut Brickwall Limiting angelegt ist. Das wahrscheinlich auch ein bisschen, sondern ich meine wirklich im Mastering, auf welchen Frequenzen hier der Schwerpunkt liegt. Und der ist eben gefühlt für mich gerade jetzt hier bei den Höhen. Und das kann nicht nur das Mastering, sondern auch das Mixing gewesen sein. Und ich finde, das ist so ein bisschen schade, weil es schon wieder die ganze Produktion so ein bisschen anstrengend zu hören macht. Ja, so. Ich hoffe, ihr versteht, was ich meine. Der Rest, was die hier tontechnisch gemacht haben, ja, also was die hier für Sounds genommen haben, was die hier für Sachen eingebaut haben, das komplette Intro, das ist ein richtiger, ja, so ein richtiger Sound-Experience hier. So, du kannst dir die Augen schließen und du wirst so eine komplett andere Welt reingesetzt. Mega geil. Wirklich, ich habe schon von dem ersten Ton an, nur von diesem Bass, wie der klingt, was für ein Sounddesign hier nur auf diesen Basston gemacht wurde, dachte ich sofort so, wow. Also ihr könnt jetzt zurückspulen und nochmal mein Gesicht angucken, als der erste Ton kam. Ich dachte direkt so, okay, fett. Und dann fängt ihr hier wirklich ein dimensionaler Aufbau ja auch an. Also alle Sounds bewegen sich irgendwie und bilden erstmal so einen Raum. Super clever, damit man halt so für die Subconscious Wahrnehmung, dass irgendwie so sich ein Raum erstmal entwickelt. Habe ich noch nie dran gedacht, dass man das so eigentlich erreichen kann, indem man im Intro einfach Sounds platziert. Der ist ein bisschen spät, würde ich sagen. Als Wachhund funktioniert Butch auf gar keinen Fall. Butch, bist du spät, Alter? Butch, du hast schon alles verpasst. Mann, ey. So eine Schlafmütze. So, ja, sehr, sehr geil. Deswegen bin ich auch so interessiert, Musik zu hören, die von überall herkommt, weil man immer irgendwo irgendetwas aufschnappen kann für sich selbst. Und das ist wieder so etwas, wo ich sagen muss, genial. Richtig genial. Man kann, nur dadurch erschafft man schon einen Raum. Geil. Mega geil. Super stark. Diese Sounds hier alle super stark. Ist ja super minimalistisch, aber die bilden irgendwie direkt auch so eine Welt, in der sie sich eben befinden, so mit dem ganzen Rest des Songs. Sehr, sehr stark. Also Wahnsinn. Can't you see now? Woo! NCT in the house.
so geil, diese sind auch halt... die Snaps Ja, klingen so der ganz größte Teil besonders. sind tatsächlich synthetische Sounds, habe ich jetzt so den Eindruck. Aber selbst hier, auch dann wieder ganz oben in den oberen Frequenzen, dann so ein Sound, der da so... Na, und unten dann alles, was man hört, überrumpelt einen nicht, aber ist halt sehr präzise ausgewählt, frequenztechnisch, dass sich das nicht überschneidet mit anderen. So würde ich das jetzt interpretieren. Und auch wirklich nicht nur ausgewählt, sondern auch designt. Also es sind so Sounds, bin ich mir sicher, die sind nicht einfach so out of the box hier, so fertig im Preset, sondern wirklich... Die klingen auch sehr speziell, allein wenn man sich nur die Snaps anhört. Also ich würde schon sagen, dass es Schnipser sind Ja. oder sein könnten, aber sie klingen halt sehr speziell und besonders. Das Besondere bei den Snaps ist, dass vor allen Dingen mehrere aufgenommene sind und die dann eben auch stereo verteilt wurden. Also hart rechts, hart links, das Klassische. Genau, das erstmal so zu dem Sound. Jetzt versteht ihr auch, warum ich das vielleicht so schlimm finde und schade finde, wenn dann im Mixing und im Mastering das Ganze auf anstrengend getrimmt wird. Weil ich finde, da geht so ein bisschen der Genuss wird ein bisschen schwierig oder wird vielleicht zu anstrengend. Weil eigentlich ist es in der Produktion, also in der Vorproduktion, damit ist gemeint die Komposition, das Sounddesign, die Auswahl der einzelnen Instrumente und so weiter, ist es gar nicht darauf angelegt, dass es anstrengend sein soll, weil alles ist sehr minimalistisch gemacht. Ne? Also und dadurch, ja, ist es, weiß ich nicht, das finde ich halt, ich muss sagen, das ärgert mich immer persönlich, weil ich finde, dass die Produktionen eigentlich super stark sind, wenn so etwas passiert. So wie bei Super im Jopping. Das war ja unfassbar an Produktion. Also, aber da habe ich auch gesagt, ich finde es echt, das Mastering echt nicht gut. Also, ja, aber ja. Bei mir waren es jetzt vor allem die Höhen, die ich Genau. manchmal sehr, sehr spitz fand, dass es so ein bisschen unangenehm wird auf den Ohren, gerade wenn man es so mit Kopfhörern eben hört. Und da dachte ich, wäre es vielleicht interessant zu wissen, wie es klingt, wenn du es laut auf dem Handy hörst oder auf dem Laptop über die Speaker, ob das dann auch noch so rüberkommt, weil die ja, wie ich gelernt habe, die Höhen dann nicht so stark wiedergeben. Nein, also du hörst, die Sache ist halt, dass du... Und es ist ja dann du hast ja dann auch nicht direkt auf den Ohren, sondern es verteilt sich direkt im Raum. Ja, aber der Grundsatz ist, dass man einen Mix macht soll sich überall gut anhören. Genau, und soll sich auf jeder Anlage gut anhören. Der wird nicht auf jeder Anlage gleich klingen, einfach weil die Anlagen ja anders ausgestattet sind, aber er soll auf jeder Anlage gut klingen und ausgewogen, so ausgewogen wie es geht. Das schafft man auch tatsächlich, das geht wirklich, auch wenn das erstmal utopisch klingt, aber das funktioniert, das geht. Klar hast du dann auf dem Handy halt die unteren Frequenzen dann eben nicht, also alles im Bass- und Subbass-Bereich und auf dem Laptop auch nicht. Und die Höhen sind dann auf dem Smartphone präsenter als zum Beispiel auf jetzt hochauflösenden Kopfhörern wie die hier, die gehen ja von 5.000 bis 30.000 Hertz. Das hast du halt auf dem Handy nicht. So, trotzdem ist aber, wenn du so etwas machst wie Höhen zu präsent dann in den Mix reinsetzen, wird es auch auf dem Handy, kann das zu einem Problem werden. Es kann sein, dass wenn du jetzt ein Handy hast, das vielleicht eher in einem Preissegment ist, was irgendwie unten ist oder so untere Mitte oder sowas, dass sie da dann Speaker einbauen oder sogar das Case dann irgendwie nicht aus krassen Materialien irgendwie ist, dass es sogar mitvibriert und sobald du es dann zu laut machst, dann sogar Störgeräusche entwickelt. Einfach nur das Gehäuse selbst oder der Speaker selbst. Das kann man natürlich nicht immer beeinflussen. Manchmal sind die Speaker einfach total schlecht. Das hat dann nichts mehr mit dem Mastering zu tun. Aber es ist halt, ich finde, wenn es
und deswegen gibt es diese Kopfhörer, weil es sind halt wirklich Referenzkopfhörer, auf denen man Mixes und Masters eben abhört. Das schon seit Jahrzehnten. Das ist einfach sind Studio-Legenden, diese Kopfhörer, und preis-leistungsmäßig echt in einem super geilen Segment, also so jetzt aktuell bei Amazon zum Beispiel so circa 120 €, ein bisschen drunter. Könnt ihr unten auch gerne abchecken. Ich habe da einige Kopfhörer zusammengesammelt, aber wenn ihr wirklich etwas haben wollt, wo ihr erstens mal als Referenz vielleicht nutzen könnt. Einfach, wenn ihr präzise hören wollt, was in einem Song überhaupt vorkommt. Genau, und dann könnt ihr auch die Videos vielleicht nochmal besser nachvollziehen, wenn ich so Dinge sage, weil oft ist es so, dass wenn ihr, ich sag mal, etwas schlechtere Kopfhörer habt, es können auch super teure sein. Ich hatte hier auch ein sehr gutes Beispiel rumliegen. Die kosten über 500 €, die Kopfhörer. Die habe ich zum Testen geschickt bekommen und wurde gefragt, ob ich eine Review machen möchte. Und ich habe gesagt, nein, weil die sind Piep. Also du hättest denen auch eine Review machen können, aber es wäre halt nicht positiv ausgefallen. Genau, deswegen haben die gesagt, ja gut, wenn sie dir eh nicht gefallen, dann lass es mal lieber. Da bin ich ganz ehrlich und da kenne ich auch nichts, weil ich will auch euch als Community immer mein ehrliches Feedback geben. Und das ist wirklich, also ich könnte mich da auch gar nicht verstellen. Und das ist bei diesen Kopfhörern, ist es halt wirklich was anderes. Und ich weiß selber, dass die in vielen Studios benutzt werden, aber man sieht das auch. Also wenn man mal ein bisschen im Internet unterwegs ist, gestern witzigerweise Robbie Williams mit Helene Fischer das Musikvideo angeguckt, was die Woche rauskam. Die haben ja so einen Weihnachtssong gemacht. Habe ich keine Review zu gemacht, by the way. Ich habe es mir privat angeschaut. Da haben die im Studio, das war ein sehr schönes Studio, sehr professionelles Studio auch, das hat man sofort gesehen. Da hatten die auch zum Beispiel diese Kopfhörer dann drauf, als sie dann die Aufnahmen gemacht haben. Oder wir haben ein BTS Fun Reaction Video geguckt und da waren die auch im Studio und da hatte V auch die Kopfhörer auf. Genau, also es sind wirklich fast immer diese Kopfhörer, die ihr auf jeden Fall sehen werdet. Da gibt es ab und zu mal eine Variation, aber das sind eigentlich so die gängigsten. So, aber ich muss sagen, vom Mastering her ist es nicht dieses Brickwall Mastering, was sie hier gemacht haben, wie zum Beispiel bei Super M, sondern es ist wirklich einfach nur, dass so bestimmte Frequenzen ein bisschen zu prägnant sind, finde ich. Genau. Nur damit ich habe jetzt mal ein bisschen weiter ausgeholt in meiner Erklärung, warum ich am Anfang gesagt habe, dass ich den Sound katastrophal finde. Das heißt aber nicht, dass ich die Produktion katastrophal finde. Oder dass du den Song an sich oder die Gruppe. Richtig, nur um das nochmal klarzustellen, weil der eine oder andere das vielleicht nicht versteht. Das ist auch kein Rückzieher von meiner Meinung oder sonst irgendwas. Ich finde den Sound immer noch katastrophal. Das heißt aber nicht, dass ich mir nie wieder was von NCT 2018 anhören werde und eben auch den Song nicht schlecht finde. Im Gegenteil. Ich finde den soundtechnisch, wie gesagt, mit dem Intro und zwischendrin sind ja auch so Elemente super interessant. Ich finde auch den Aufbau, das Arrangement sehr interessant, weil es nicht so typisch ist oder so das Normale verfolgt, was man kennt und jetzt auch nicht so der klassische Ohrwurm ist, sage ich mal. Ja. Aber irgendwie genau dadurch bleibt es einem dann doch wieder im Kopf hängen und im Gedächtnis. Genau. Ja, du hast auf den Punkt gebracht. Das fand ich zum Beispiel auch geil, dass da ein Element drin war, das dann neu reinkam, hier dieses Instrument, das genau auf die Rap-Line oder Gesangslinie hier von ihm nur diese 3 Töne macht. Oder 4 waren das. Genau, auf das NCT. 3 müssen es sein. Ja, so kleine Details, auf sowas stehe ich halt mega krass. Es kommt danach nochmal, ist nicht genau auf den Vocals drauf, aber sowas, das feiere ich halt mega. Hier auch kommt so wie so ein Pad, das so total verträumt auf einmal klingt und voller Kontrast eigentlich ist zu dem, was der Rest spielt. Und das klingt so ein bisschen wie so ein E-Piano, aber nicht direkt Rhodes, aber irgendwie sowas in der Familie. E-Piano mit Glitzer aber. Also, es klingt so nach Glitzer. Ja, genau, so ein bisschen verträumt halt. So aus dieser Rhodes- oder E-Piano-Familie. Super interessant halt. Also es ist sehr... Ich hätte es eigentlich eingeschätzt, dass es ein nicht so kommerzieller Song vielleicht ist, also nicht zu kommerziell angelegt wurde oder zu mainstreamig so ankommt. Typisches, ne? Aber wenn ich jetzt die View-Zahlen sehe, dann... Chapeau.
Chapeau, sehr geil, ja, weil das dann trotzdem eben sehr, sehr, sehr kommerziell gut ankommt scheinbar, was ich dann halt mega geil finde, weil ich stehe ja so auf richtige Sounddesign-Spielereien und normalerweise ist das aber für den Zuhörer immer sehr schwierig, weil man dann zu viele Wechsel hat, zu viel Verspieltes drin ist, aber die haben das hier sehr clever, glaube ich, irgendwie so die Balance gefunden tatsächlich. Das ist echt geil. Ich glaube, dieses ist auch ein Vocal tatsächlich, aber gepitcht und gechoppt. Ja. Kann auch sein. Könnte tatsächlich auch geil. Man denkt erst, es ist wie so ein Helikopter. Aber Ja, wollte ich gerade sagen. ja, aber es ist keiner. Es ist echt so ein Synthesizer, den die da reingebaut haben. Du hörst ja am Ende bald so. Ja. Oder So vielleicht haben die sogar. Blubbern. Ja, vielleicht haben die sogar einen Helikopter-Sound genommen und den dann aber so verzerrt, dass er am Ende sich wie ein Synthesizer so auflöst oder so. Super krass. Also ich will gar nicht wissen, wie lange die da an der Produktion gesessen haben. Achso, noch eine Sache. Als der Song anfing, war super interessant. Ich wusste nicht, wo der sich rhythmisch befindet, also welches Tempo die haben. Ich wusste erstmal nicht, worauf ich jetzt nicken soll. Auch sehr, sehr spannend. Das haben die wirklich, weiß ich nicht, also es ist auf so vielen Ebenen so clever durchdacht und durchdesignt. Das kommt man gar nicht mit eigentlich. Und deswegen ärgert es mich dann schon wieder fast noch mehr, dass mir der finale Sound, weil das Mixing und das Mastering ist ja das, was man ganz am Ende macht, nachdem man alles vorher gemacht hat, also die ganzen Arbeiten vorher, dass der mir persönlich nicht so richtig gefällt. Auch geil, weil die hier so ein Halftempo reingehen, ne? Plötzlich. Das ist dann boom, boom. Das ist boom, boom. Stimmt. Ja, das ist ja voll schnell. Oder später werden wir auch wieder schneller. Auch geil, das ist wie so ein Uhrticken, ne? Dieses tick, 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 boom, boom. Das ist schon geil. Ein bisschen orientalisch. So interessant. Das ist halt episch, ne? Von dem vorherigen, was da kommt. Krieger so, wow. Ja, das dann aber so in diesen Part reingeht und mit dieser vollen Power, das bringt so eine Epicness in den Song einfach rein. Mega krass. Warte, ich muss den nochmal. Diese runtergepitchte Stimme auch. Ja. Die Hose! Die Hose! I give you sick one freeze what 모두 올려보자마자 boom win night win 다 너야 who's real nobody rush back in here so who's a different one nobody rush back in here so who's the special one Das ist mir gar nicht aufgefallen, dass der ja auf den Knien steht von den Alter. Ist das auf den Knien oder bückt sich da? Nein, der steht auf den Rücken von den beiden. Oh mein Gott. Also Choreo habe ich ja schon gesagt, hier die hinten ja auch heftig. Die ist eh krank. Mein Auch Gott! geil, der Part. Geil. Aber das ist auch witzig,
weil die Stimme macht so, diese tiefe Stimme macht so dieses Tschicke, 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 Tschicke. Und dieses Instrument macht es dann auch, aber oben. Die haben immer wieder deswegen merkt man, dass da halt Leute dran saßen, die musikalisch echt clever unterwegs sind, weil die immer das Thema, was dann irgendwo läuft, irgendwo anders dann nochmal entweder wiederholen oder sogar eine Antwort drauf lassen oder sowas. Das ist schon super krass durchdacht. Das klingt erstmal wie so eine vielleicht so eine typische amerikanische EDM-Volldingsnummer, aber da sind super viele musikalische Feinheiten drin, wo man genau merkt, okay, krass, Heftig. Das ist schon ein anderes Level hier. Aber das muss man halt erstmal raushören. Ne, selbst hier bei diesem Black on Black, du hast halt immer mal diese tiefer gepitchte Stimme. Ist mehr als nur tiefer gepitcht. Ich sage das nur, um das zu vereinfachen. Da sind viel mehr Handgriffe notwendig, damit eine Stimme so klingt. Hat man zwischendrin auch einfach random mal eine Doppelung, die einfach eine Oktave höher ist. Aber das ist super leise und man wird das auch nur wahrscheinlich beim 10. Mal hören oder so wie ich jetzt gerade. Stimmt! Genau. War gutes Timing, oder? Auf jeden Fall. Es passt auch voll genau. Also du musst auf jeden Fall im Thumbnail uns wieder ein Hirnexplosions-Emoji reinmachen. Das ist echt krass. Vor allen Dingen durch das Arrangement, weil es so atypisch ist zu einem kommerziellen Song, dass es trotzdem so oft angeschaut und angehört wurde offenbar. Mega geil. Ich feiere das voll, weil es halt weg vom Schema A ist. Es ist super interessant. Richtig krass, geil. Ich bin total fasziniert gerade. Ja, also richtig gut. Ich würde so gerne meine Aussage revidieren zu dem finalen Master bzw. dem Mix. Aber es ist wirklich nur dieses Höhenlastige. Es ist wirklich nicht das Brickwall Limiting. Haben die nicht gemacht, also nicht wie bei Super M oder bei den anderen Sachen, wo ich das gesagt hatte in den letzten 2-3 Wochen. Es ist wirklich nur, dass die Höhen ein bisschen zu spitz sind, ein bisschen zu präsent auf dem finalen Master. Aber ja, der Rest ist dafür so stark, dass es den Song nicht schlecht macht. Im Gesamteindruck. Wahnsinn, richtig krass. Haben die noch mehr Sachen rausgebracht? Weiß ich nicht. Richtig stark. Das ist Richtig sehr, geil. sehr, sehr künstlerisch sehr, sehr interessant, was sie hier gemacht haben. Und dann nur ein Performance-Video. Ja gut. Also wir haben keine Zeit mehr, lass mal nur ein Performance-Video schnell drehen. Ja, die werden aber schon länger dran gesessen ja, haben, bestimmt. auf jeden Fall. Aber es ist trotzdem voll heftig, Ja, es sieht richtig stark aus. Richtig stark. So. Ja, ich glaube, ich habe alles gesagt. Das Video ist viel zu lang geworden, sorry, aber ich habe diesmal die Erklärung noch mal ein bisschen genauer ausgeführt, damit der ein oder andere, der vielleicht neu auf dem Kanal ist, das Ganze auch verstehen kann, wenn ich so etwas sage. So, es ist Thumbnail Time. Was machen wir? Achso. Brain Explosion. Muss ich eigentlich immer so nah an dich kommen? Nee, musst du nicht. Ist besser eigentlich, wenn wir auseinandersitzen. Danke. Ich hoffe, ihr habt was gelernt. Ich denke dieses Mal auf jeden Fall. Boy, safe. Ja, falls ja, lasst gerne ein Abo da und nicht vergessen, Glöckchen an für den Ehrenmann. Das bin ich, Rahim. Und schaut auch gerne bei Dana vorbei, denn sie hat auch einen YouTube-Kanal, wo sie jeden Sonntag schönen Stuff hochlädt. Und ich würde sagen, es lohnt sich auch. Gerne mal K-Pop-related, aber mehr immer so in Richtung Beauty und Fashion, wirklich mit Schwerpunkt. Dafür habe ich sie ja ursprünglich in mir reingeholt, damit sie da auch mal hier ein paar Sachen sagen kann, weil, Muss ich mal wieder. weil ich gemerkt habe, dass ich nur mit meiner musikalischen Expertise definitiv nur einen Bruchteil von dem abdecke, was die Artists hier an Gedanken und Arbeit und Mühen in ihre Videos reinstecken. Das bin ich halt nicht gewohnt aus anderen Ländern. Ja, muss ich ganz ehrlich zugeben. Deswegen dachte ich schaffe es allein, aber tue ich nicht. Deswegen habe ich Dana dazu geholt. Und wenn ihr da nochmal genauere Sachen haben wollt, schaut definitiv bei Dana vorbei. Auch sehr starker Kanal, wird immer größer. Dank euch und Danke und danke. tschüss.